Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cosmos2Go und heute schauen wir uns wieder einen neuen Planeten an. Eine neue Reise mittels der Software Space Engine. Die kennen die meisten ja wahrscheinlich von euch. Und zwar mit dieser Software können wir uns verschiedene Galaxien, echte wie auch unechte, also künstliche, prozedural generierte Galaxien und Planeten anschauen. In dem Fall ist es ein prozedural, also künstlich generierter Planet von der Software. Und zwar hier haben wir das Sonnensystem. Haben wir auch gleich schon gesehen, die Sonne ist natürlich wie bei unserem System um einiges größer. Hier ist auch schon der Planet. Es ist auch kein Gasplanet, sondern ein ganz normaler Gesteinsplanet mit einem ganz normalen Ringsystem. Und ja, jetzt werden wir einfach mal schauen, ob wir ein bisschen über Ringsysteme reden und was uns sonst noch so einfällt. So, und zwar, wir haben ja auch Planetenringe in unserem Sonnensystem. Und zwar verschiedene Planeten haben auch einen Planetenring, der entweder eher stärker ausgeprägt ist oder eher nicht so stark. Also das heißt, wir haben hier einfach eine Ansammlung fester Partikel unterschiedliche Größe. Das ist ja auch ein Zitat aus Wikipedia. Es kann sein, dass es hier in der Größe eines Staubkorns ist oder bis zu mehreren Durchmessern über 10 Meter. Ich habe das auch einmal in der Space Engine gesehen, dass hier ein Mond durch einen Planetenring auch durchwandert. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir sowas in der Richtung auch haben. Das kommt natürlich darauf an, wie weit ist dieser Planetenring vom konzentrischen System angeordnet, also das heißt von der Mitte aus, also vom Schwerpunkt aus, wie weit ist dieser Ring eben weg. Im Beispiel jetzt von der Space Engine sehen wir hier wirklich ein sehr, sehr starkes Ringsystem. Und der Stern, der im Hintergrund leuchtet, also das ist ein Ein-Sternensystem, der scheint sehr diffus durch dieses Ringsystem durch, was wirklich einen sehr, sehr schönen Effekt hat, meiner Meinung nach. Und je nachdem, welches Tageslicht wir gerade haben, ist dieser Effekt unterschiedlich stark und auch die Farben brechen sich in unterschiedlicher Weise, was wirklich unglaublich schön ist. Hier habe ich noch einen Wettereffekt, den ich jetzt einfach mal so hier stehen lasse. Da fragt dann vielleicht einer von euch, hey, aus was bestehen denn die Ringe? Und ja, die Ringe bestehen hauptsächlich aus Eis oder aus Gestein. Und wie diese Ringe überhaupt entstehen, ist bis heute nicht vollständig erklärt. Eine Theorie besagt, dass zum Beispiel ein kleiner Mond einem Planeten zu nahe kommt und eine gewisse Grenze überschreitet. Dieser Planet bzw. dieser Mond wird durch die Gezeitenkräfte des Planeten auseinandergerissen und so entstehen kleinste Partikel, die sich langsam nach und nach um den Planeten formen. Jetzt ist es ja so, zum Beispiel bei unserem Sonnensystem, zum Beispiel beim Jupiter, da gibt es zum Beispiel auch einen relativ kleinen oder sehr diffusen Ring, den man so sehr schlecht sehen kann. Das James Webb-Teleskop beispielsweise hat es ursprünglich ablichten können. Es gibt aber auch zum Beispiel Ringsysteme, die sind viel stärker, wie zum Beispiel beim Planeten Saturn. Und auch hier bei dem Planeten, ich würde jetzt fast sagen, dieses Ringsystem ist ähnlich stark wie bei unserem Gasplaneten Saturn. Dann gibt es eben noch eine andere Theorie, die besagt, dass zum Beispiel ein Himmelskörper, sagen wir mal ein Asteroid oder ähnliches, den Planeten trifft und so auseinanderbricht und diese kleinen Partikel dann nach draußen schießen und sich so dann um den Planeten formen, beziehungsweise kann es auch sein, dass sich mehrere Himmelskörper vor dem Planeten oder in der Nähe einfach treffen und sich so auseinanderbrechen und aufgrund der hohen Schwerkraft werden sie sich dann auch nicht mehr zusammensetzen, sondern werden in kleinsten Partikeln bis in größeren Partikeln um den Planeten geformt.
Stellt euch einfach mal vor, das sind wirklich Milliarden von Staubkörnern, Eiskristallen und Gesteinsbrocken. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder beim Ende des Videos angelangt und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde jetzt sagen, ich baue jetzt hier nochmal ein Outtake ein. Das ist vielleicht ganz witzig. Ansonsten würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Und Gesteinsbrocken, die ja ständig um diesen Planeten kreisen und das ist wirklich, ja, nicht schlecht.